Na, wo ist er? Hallo, ich habe hier die DJI Neo. Das ist die Drohne, die derzeit in aller Munde ist. Die kleine Selfie-Drohne, die habe ich mir selber gekauft für 199 € mit einem Akku und ohne Fernbedienung. Und ich möchte sie heute testen. Und zwar möchte ich testen, wie man damit Mountainbike fahren kann. Das interessiert mich jetzt brennend. Dazu habe ich einige Spots ausgesucht und will mal schauen, wie sie mir folgt und ja, wie gut das geht. Viel Spaß! So, der Punkt sollte der Drohne ganz einfach fallen. Es geht hier über eine Wiese, die frei ist. Und dann wollen wir sie mal rüberfliegen lassen. Hui, sie war jetzt sehr dicht dran, ist beinahe mit mir kollidiert. So, wir haben jetzt hier die Idealsituation. Es geht hier richtig bergab, man kann richtig schnell werden. Dafür ist der Weg schön breit. Es hängen auch keine Äste links und rechts vom Weg runter. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ist eben sehr gering. Allerdings möchte ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren, wie es auf diesen Forstautobahnen, die auch sehr viel hier vertreten sind, wie sich die DJI Neo jetzt schlägt. Und dazu möchte ich mal schauen, wie schnell ich fahren kann und ab wann sie mich verliert. Und los geht's. Es ist ein bisschen glatt. – 27 km/h. Ich höre sie noch. Jetzt geht es um eine Kurve, da werde ich mal ein bisschen langsamer. – 30 km/h. Sie ist noch da, 35 km/h und sie war noch da. – 29 km/h und sie fliegt. Klasse. Also. Wollen wir es nochmal versuchen? Hat noch 2 Sterne, wir können es mal auf Tempo versuchen. Komm, ab dafür. – 34, 35, 34. 34. Da ist sie wieder. Bei 35 km/h hat sie Mühe, mir zu folgen. Sie hat immer weiter Abstand gewonnen. Aber sie kam trotzdem noch hinterher. So, hier ist ein Waldweg, der ist relativ breit. Mal schauen, wie sie jetzt hier hinterher fliegt. Medium. Follow. 30 km/h, noch höre ich sie. Eine leichte Kurve. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. 24 km/h.
Na komm her, komm. Ich starte jetzt hier gleich mit einem kleinen Trail und will mal schauen, wie sie hinterher fliegt. Bar, follow, 3, 2, 1. Da sind wir nicht weit gekommen. Schafft es, schafft es, schafft es. Da ist sie wieder. Hier ist sie wieder, ich habe sie gerade verloren. Ich höre sie noch. Ist noch alles in Ordnung. Das Pferd fliegt noch hinterher. Der nächste Weg ist recht schmal. Links und rechts stehen lauter junge Bäume und dadurch wird es vielleicht Probleme geben. Wir werden schauen. Medium, follow, 3, 2, 1. So, ab die Post. So, ich muss jetzt hier erstmal langsam um die Kurve, dass sie nicht gleich mit dem ersten Baum kollidiert. Hoffen wir, dass das klappt. Ja, das hat sie ganz gut gemacht. So, beim ersten Trail hatte die Drohne deutliche Mühe zu folgen. Ich habe sie auf Entfernung weit gestellt und werde sie jetzt mal auf die Entfernung Mitte bringen und schaue, dass sie ein bisschen dichter hinter mir herfliegt, dass sie vielleicht weniger Probleme hat, um Bäume und so weiter drumherum zu fliegen. Medium, follow, 3, 2, 1. Na komm mit. Jetzt hat sie mich. Zugegeben, die Bedingungen sind nicht ideal. Es ist echt arschdunkel hier. Kann man ein bisschen Tempo geben. Na, das war wohl eindeutig ein Baum und es war wohl zu viel. Weißt du, jetzt fliegt sie wieder hinterher. Ich glaube, ich war eben ein bisschen schnell. Sie hatte Mühe, mir zu folgen, weil ich zu schnell war. Ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer. Vielleicht hilft. Das hat sie jetzt ganz gut gemacht. So, wir sind an einem Aussichtspunkt und ich würde gerne jetzt hier ein Dronie machen. Allerdings gibt es da einiges zu beachten. Es ist sehr sinnvoll, vorweg das Handy mit der Drohne zu verkoppeln.
damit es kann nämlich Folgendes passieren, jetzt durch Wind oder irgendwelche Einflüsse, kann die Drohne halt nicht mehr zurückkommen, so wie sie soll, oder meinetwegen, sie fliegt halt einen Meter, bleibt einen Meter quasi außerhalb der Reichweite stehen und dann kann man sie eben schnell, und das empfiehlt auch der Hersteller, eben mit dem Handy wieder zurücksteuern. So, dazu gehe ich jetzt hier, ändere ich jetzt den Flugmodus. 3, 2, 1. Und hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit, wenn irgendwas schief geht, auf den Stoppknopf zu drücken und die Drohne zu stoppen und sie dann manuell zu fliegen. So, jetzt kommt sie wieder zurück. Ich kann sie natürlich auch manuell steuern. Das wollen wir mal ausprobieren, ob das klappt. So, ich möchte jetzt den Direction Track noch mal ausprobieren, gucken, ob sie vor mir herfliegt und ob das funktioniert. Medium. Direction track. 3, 2, 1. Na, come on! Ha, jetzt hast du mich aus dem Auge verloren. Hier bin ich. Spotlight. 3, 2, 1. So, das ist jetzt der Spotlight-Modus. Ich habe sie da hinten gerade platziert und sie hat die Aufgabe, mich im Auge zu behalten. Das heißt, sie steht statisch an einer Stelle und filmt hinter mir her. So. Also was kann man zusammenfassend zum Mountainbiken mit der DJI Neo sagen? Das Active Tracking dürfte euch wahrscheinlich am meisten interessieren. Dabei fliegt die Drohne hinter euch her. Das tut sie auch soweit ganz gut, solange der Weg frei ist und wenig Hindernisse links und rechts sich befinden. Und das liegt im Endeffekt daran, die Drohne hat keine Hinderniserkennung, das heißt, sie fliegt zwar hinter euch her, aber wenn irgendwo ein Busch im Weg ist, dann erkennt sie den nicht und fliegt im Zweifelsfall einfach dagegen. Das heißt also, je verwinkelter die Strecke wird, desto langsamer müsst ihr fahren, damit sie eben euch folgen kann und nicht eben versehentlich in einen Busch reinfliegt. Ihr könnt die Höhe dieser Active Tracking Methode über die App konfigurieren. Das heißt, sie kann noch niedrig, mittel oder hoch fliegen. Das heißt, dadurch könnt ihr eben Bewuchs ein Stück weit kompensieren. Aber seid euch bewusst, richtig schnell Trails runterbrausen geht damit nicht, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Für Forstwege, da fliegt sie wunderbar hinterher, hat gut funktioniert. Ich würde sagen, so ungefähr 25 km/h ist wahrscheinlich eine Grenze, wo ich sagen würde, da fliegt sie auch noch gut hinterher. Danach hat man ja gesehen, fällt sie zurück. Sehr interessant ist meiner Meinung nach noch der Spotlight-Modus, bei der sie euch einfach im Auge behält. Das sieht ganz nett aus, weil man da schön eben einen Kameramann simulieren kann, der irgendwo in der Gegend steht und euch filmt. Direction Track, bei der die Drohne eben neben euch oder vor euch herfliegt, funktioniert schon. Dafür braucht sie allerdings sehr viel Platz, seitlich oder eben nach vorne, und auch das geht eher nur langsam. Cool ist an der Drohne, dass sie sich leicht aktivieren lässt, einfach per Knopfdruck, und dass man eben auch sie über das Handy steuern kann und entsprechend kleinere Flugszenen an speziellen Orten machen kann. Das ist schon total cool. Wo ich sie vielleicht nicht unbedingt fliegen würde, ist, wenn ihr jetzt einen richtig coolen Hammertrail habt, wo ihr vielleicht die ganze Zeit hochpedaliert seid, ihr wollt im Flow bleiben, ihr wollt euren Spaß haben und habt die Drohne hinterher fliegen. Naja, da müsst ihr halt sehr aufpassen, mit sehr langsam fahren, und da ist dann wirklich die Frage, geht es dann um Spaß oder geht es ums Filmen? Die Drohne wird uns die nächsten Fahrten noch begleiten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und tschüss!